So, moin. Heute werde ich mal versuchen, meine Frontstoßstange nochmal abzubauen. Also zumindest hier die ganze Plastik, die Stoßstange dahinter an sich nicht, die werde ich dran lassen. Ich möchte nur hier an die Hupe rankommen, die hier der Vorbesitzer installiert hat. Also das ist ja irgendwie, keine Ahnung, wie so eine Art Kompressor oder sowas, und hier unten irgendwo sitzt die Hupe. Ich hatte ja die Stoßstange jetzt schon mal fürs Reißbrennen runtergemacht, aber ich habe die erstmal wieder dran gebaut. Ja, damit ich dann erstmal dorthin fahren konnte, weil ich hatte ein bisschen Zeitdruck. Ich wollte ja auch nochmal das ganze Auto polieren, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Aber es dürfte jetzt eigentlich alles kein Thema mehr sein, das Ganze runterzuschrauben. Ich habe auch schon mal ein Video darüber jetzt gemacht, wo ich das Ganze gefilmt habe, wie ich hier die Stoßstange auseinandernehme. Und ja, das Ganze habe ich aber nicht hochgeladen, weil ich habe dann ab der Hälfte oder so habe ich dann aufgehört, weil das Ganze dann ein bisschen problematisch war, weil ich hier einen Haufen verrostete Schrauben hatte. Die gingen alle überhaupt nicht ab. Da hatte man wirklich gar keine Chance. Und ja, da musste ich dann einen Haufen aufbohren und so, und das war dann alles ein bisschen kompliziert, das noch zu filmen. Deshalb mache ich das jetzt einfach nochmal, weil jetzt muss die nochmal runter. Und dann mache ich lieber ein neues Video. Ja, hier drüben sieht man ja auch schon, das sind die ganzen alten Schrauben und Clips, die hier verbaut waren. Die habe ich jetzt erstmal rausgeschmissen. Das würden wir auch gleich nochmal sehen. Also da sind einige neue Schrauben und sowas dabei. Ein paar sind auch abgebrochen oder durchgebohrt. Das sind nicht mehr die Originalen, die jetzt hier verbaut sind. Auch die Clips. Das sind ja solche komischen, beschissene Dinger zum Reinschrauben. Das war übelst nervig, weil teilweise da hat sich dann der Clip mitgedreht, wenn man das rausdrehen wollte. Oder das Ding, das hat sich einfach nur in dem Clip gedreht, aber ist nicht rausgekommen. Und das ist wirklich ein Scheiß, fand ich. Deshalb habe ich da jetzt auch andere Clips genommen, die ich da verwenden werde. Oder verwendet habe. So rum. Das wird man aber auch gleich dann nochmal sehen, weil ich finde, die jetzt drin sind, die sind deutlich besser. Und bisher hält auch alles ganz gut. Ich bin jetzt auch schon wieder ein paar 100 Kilometer gefahren. Zum Reißbrennen einmal hin. Wieder zurück. Und dann so nochmal ein bisschen. Oh. So. Jetzt mache ich erstmal hier die ganzen Leuchten vorne ab. Ah ja, die hatte ich schon locker geschraubt, genau. Hier muss man ein bisschen ziehen einfach. Weil das Ganze ist ja drüben eingerastet. Das Teil, das habe ich auch schon mal neu bestrichen. Mit so, ja, Rostschutzgelumpe, so Anti-Rost. Damit es nicht gleich weiter rostet. Weil das sah schon echt beschissen aus teilweise. Ich weiß nicht, ich glaube an den Schrauben hier teilweise kommt das noch ein bisschen durch. Weil es das ein bisschen abgeschabt hat. Kann ich das gleich mal zeigen. Die Clips sahen auf jeden Fall davor deutlich beschissen aus. Und jetzt geht's aber eigentlich wieder klar. So, dann ziehen wir den raus. Den mache ich so ab. Weil der geht immer richtig scheiße rauszudrehen. Ich weiß nicht warum. Ja, das sieht man nicht so ordentlich. Aber man sieht hier drunter ein bisschen, dass hier überall Rost war. Oh. So. So, jetzt ist schon mal hier der Teil ab. Die ganzen Lichter. Das ist schon mal gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier diese Kennzeichenhalterung ab. Und dann gehe ich, glaube ich, erstmal an die Seiten ran. Oder ich mache erstmal die ganzen Clips hier ab. Ich glaube, das ist eine bessere Option.
So. Kennzeichenhalter ist ab. Ist sogar noch nass. Es hat eigentlich jetzt nicht mal geregnet gehabt. Das muss schon irgendwie noch vor ein paar Tagen sein oder so. Die ganzen Löcher, die stören mich eigentlich auch, aber ich weiß nicht, wie ich die am besten zubekomme, ohne dass es dann scheiße aussieht. Ich müsste das ja auch dann hier neu lackieren. Ja, weil für Fotos ist ja eigentlich ganz cool, wenn man das Kennzeichen komplett abschraubt. Da hätte ich dann halt nur noch 2 Löcher. Das ist trotzdem nicht so geil, aber besser als die ganzen Löcher. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Variante, wie man das Kennzeichen anbringen kann, ohne irgendwie dann was zu sehen, wenn man es mal komplett abbaut. Genau, jetzt müssen hier noch die ganzen Clips ab. Ich hoffe mal, das sieht man jetzt irgendwie auf der Kamera. Also, hoch. Ja, das waren davor alles Clipse zum Schrauben. Vielleicht habe ich den schon irgendwie kaputt gemacht jetzt. Durchs Abmachen. Ich habe eigentlich auch noch so Plastiklöser. Also zum drunterhebeln. Aber die gehen eigentlich mit dem Schraubenzieher am besten. Auf jeden Fall müssen jetzt die hier unten alle gelöst werden. Und ja, ich würde sagen, das mache ich einfach mal, weil die gehen gerade ein bisschen kacke ab. Aber ja, ich tue mal kurz die Kamera weg. Dann kann ich mich ein bisschen besser bewegen und ein bisschen besser gucken. Ich glaube, dann geht das ein bisschen besser. So, ich habe jetzt hier unten die ganzen Clips gelöst. Die sind jetzt alle ab. Die habe ich hier. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, die ich da unten abgemacht habe. Ich habe auch in dem Zug gleich die Clips an der Seite noch mit gelöst. Also zumindest so, dass ich sie jetzt einfach entfernen kann. Und zwar hier. Das sind auch nochmal 3 Stück. Oh, das klemmt alles immer ein bisschen. Ich hasse solche Plastikclips. So, 3 Stück hier auf jeder Seite nochmal. Ich tue die mal mit hier zu. Und auf der Seite auch nochmal 3. Ich hoffe mal, man sieht es jetzt hier ein bisschen. Weil es ist gerade hier ganz schön dunkel in der Ecke. Hier kommt das Licht schlecht ran. Und jetzt würde ich sagen, mache ich hier das Ding erstmal locker. Oder den unteren Teil. Eins von beiden. Aber ich glaube, ja, ich mache erstmal den unteren Teil locker. Ich glaube, das ist besser. Das wird jetzt nochmal im Akt, weil ja, man kommt da immer so schlecht drunter. Vor allem mit der Kamera wird es ganz schön eng. Meine Ratsche muss ich auch noch holen. Die liegt hier gerade nicht. Wir haben nämlich hier, oh, ich weiß nicht, ob man das erkennt, hier unten an dem Plastikteil eine Schraube, um das zu lösen. Und dann hier drüben nochmal. Hier ist nochmal eine Lücke, aber da ist keine Schraube. Ich hoffe mal, man sieht es jetzt irgendwie ein bisschen ansatzweise. Aber hier das Plastikteil muss gelöst werden. Und deshalb müssen hier beide Schrauben ab. Ich habe erst gedacht, dass diese komplette metallerne Leiste hier unten ab muss. Aber das ist egal, die kann dran bleiben. Es muss nur dieses Plastikding ab. Und das ist durch die beiden Schrauben. Und genau, dann ist hier noch ein Plastikteil. Das ist das, was man hier sieht. Das ist auch nochmal hinten durch, ich glaube 3 Clips oder sowas wird das gehalten. Und das muss auch ab. Das ist von hier hinten. Das sieht man halt ganz schlecht. Hier, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Von hier hinten ist dann ein Clip. Und das, ich glaube, 3-mal. Da drüben sieht man noch einen. Und ich glaube, hier links von mir war nochmal einer. Ich kann mich halt nur ganz schlecht hier drehen, weil, ja, es ist ganz schön niedrig. Genau. Ansonsten überlege ich gerade, war hier noch was unten. Ja. Dieses Metallteil wird links und rechts durch so eine Stange gehalten. Die muss auch noch gelöst werden. Die ist hier dahinter und da dahinter. Da ist hier auf der Höhe ungefähr irgendwo eine Schraube. Und die muss man dann von unten lösen. Kommt man relativ beschissen ran. Original ist das. Boah, ich überlege gerade. Eine 10er oder 8er? Ich glaube eine 10er Außensechskant. Ich habe das mit 2 Verlängerungen gemacht.
Ratsche dran, 2 Verlängerungen. Dann kam er da okay ran. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da jetzt eigentlich eingebaut hatte. Ob ich da wieder Außensechskant eingebaut habe oder ob ich da Torx verbaut habe. Da muss ich aber gleich nochmal schauen. Ich mache jetzt erstmal den Rest da unten lose und ich hole erstmal meine Ratsche. So, ich habe jetzt meine Ratsche geholt. Hier ist auch noch eine 10er Nuss dran. Aber ich glaube, dort unten brauchte man eine 8er, um dieses komische Plasteteil zu lösen. Obwohl, wenn ich so überlege, nee. Ach, das ist glaube ich ein bisschen klein. Ich muss mal schauen. Nee. Eine 10er ist es. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, okay. Passt. Ich habe nur kaum Platz. Ich glaube, deshalb werde ich mal eine Verlängerung nehmen. Es wird jetzt, wie gesagt, ein bisschen schlecht oder schwer zu filmen sein. Weil meine Kamera, die rutscht doch hier die ganze Zeit ein bisschen. Kann sein, dass man da jetzt wenig sieht, aber habe ich die gerade umgestellt? War das gerade noch richtig rum. So, für die Schraube hier hatte ich jetzt auch vom Reißbrennen spontan keinen Ersatz. Deshalb ist die alte rostige nochmal hier reingekommen. Die andere, die ist gleich neu. So. Ich weiß mal, das kann ich kaum sehen. Die Kamera, die rutscht mir auch die ganze Zeit hier vom Kopf. So. Jetzt sind die beiden ab. Ja, man sieht auch hier schon wieder so diesen Rostansatz. Also, es ist halt nur oberflächlich. Aber ich muss da unten halt echt mal den ganzen Rost entfernen. Weil sonst, ja, kommt es ja einfach wieder hier alles dran. Und dann ist die nächste Schraube einfach völlig verrostet. Dann kriege ich die auch bloß wieder nicht mehr ab. Das wäre scheiße. Genau, jetzt haben wir das alles ab. Dann würde ich sagen, mache ich dieses Plastikding hier mal lose. Da kann ich maximal was mit dem Schraubenzieher versuchen, aber mal gucken. Kann auch sein, dass ich dann nur mit der Hand rankomme. Wie gesagt, es müssten 3 Clips sein. Das sieht man halt relativ schwer. Hier müsste man einen erkennen. Das kann auch sein, dass es viel zu dunkel ist. Aber das findet man schon. Ich glaube, ihr werdet jetzt eh nichts mehr sehen. Deshalb mache ich das einfach locker und dann ist gut. So, ich habe jetzt hier die 3 Clips entfernt alle. Die sind jetzt ab von diesem Plastikding da unten. Und genau, jetzt habe ich auch noch die Verlängerung hier geholt. Und jetzt versuche ich mal die Schrauben hier dahinter zu entfernen. So, ich habe jetzt beide Schrauben da unten abbekommen. Und ich werde jetzt hier noch die Schrauben dahinter lösen. So, die ist raus. Die könnten eigentlich auch mal rein theoretisch neue rein. Aber die sind noch eigentlich völlig okay. Da kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. So, jetzt müssen wir hier das ganze Gelumpe mal ein bisschen rausruppen hier. Weil von unten ja nämlich noch eine Schraube dran ist. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Mir ist aufgefallen, ich glaube da drüben habe ich nicht mal eine Schraube hier unten drin gehabt. Also die von hier kommt. Ich glaube, irgendwas war ja da drüben. Ich hätte eigentlich gedacht, das war die Seite hier, wo keine drin war. Aber es war anscheinend die andere. Weil, ich weiß nicht, ob das Gewinde irgendwie nicht hingehauen hat. Ja, ich glaube, das war irgendwie so. Weil ich musste da das Gewinde nachschneiden und so. Dass die Schraube, die von hier kam, nicht mehr übereingestimmt hat dann mit diesem Loch hier. Von hier unten. Also unten, oben das Gewinde. Hier am Kotflügel oder wo das genau drin ist. Hat nicht mehr mit dem Loch hier von unten übereingestimmt. Und deshalb habe ich da erstmal keine reinbekommen. Und habe das dann auch so gelassen. Genau, jetzt erstmal das hier ab. Es war nämlich auch wieder eine Schraube, die ich aufbohren musste und deshalb war das Gewinde beschädigt und so. Und dann war ich aber ein bisschen schräg mit aufbohren und ja, das war alles scheiße. Hier muss ich aber auf jeden Fall einen abmachen.
habe ich... Das fühlt sich nach Innensechskant an. Ich glaube, irgendeine Innensechskant habe ich da genommen. So, ich probiere es jetzt mal mit dem 4 mm. Es ist schon echt scheiße, da ranzukommen. Es wirkt so, als wenn ich noch ein bisschen spiele. Ich werde es mal damit probieren. Vielleicht habe ich hier einen passenden. Mal schauen, ob der passt. Ich glaube, das funktioniert ein bisschen besser. Der ist zu groß. Der ist auf jeden Fall kleiner. Aber der sieht ein bisschen arg klein aus, oder? Nee, der haut hin. Okay. Mensch. Oh. Das war gar keine Innensechskant. Das war ein Torx. Gut. Dann weiß ich das zumindest jetzt. So. Jetzt aber mit dem Torx das Ding hier lösen. Die Schrauben sind übrigens offensichtlich alle nachgerüstet von mir. Also so sind die nicht original drin. Das sind dann irgendwelche, was weiß ich, Außensechskant oder sowas. So, jetzt hängt es schon mal hier runter. Das ist schon mal gut. Das Einzige, was jetzt nur noch gelöst werden muss, sind die hier oben. Da waren original eigentlich die hier drin. Ich habe jetzt diesen, ja, ich würde es mal Spacer nennen, diesen Abstandshalter. Den habe ich jetzt bei meinen neuen nicht dabei. Ich denke mal, das ist nicht so dramatisch, aber ja, ich hoffe es einfach mal. Das sind jetzt so Aluschrauben. So, jetzt habe ich hier alle Schrauben abgemacht. Jetzt kann ich die Leiste hier abnehmen. Die habe ich auch schon mal ein bisschen aufbereitet. Ich habe hier das Ganze wieder sauber gemacht. Da war ja auch viel Flugrost. Ja, das ging eigentlich ganz gut weg. Den Rest hier eingestrichen mit diesem Rostschutzgelumpe. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier alles so ein bisschen feucht ist. Das ist ein bisschen kacke. Weil dann rostet noch alles wieder hier. Da muss ich mal schauen. Das werde ich auf jeden Fall trocken machen. Aber dass sich das so da unten drunter sammelt, das ist auf jeden Fall nicht gut. Ich bin zwar jetzt vor ein paar Tagen im Regen gefahren, aber dass es jetzt immer noch nass ist, das finde ich eigentlich ein bisschen arg lange. Ich versuche jetzt einfach mal hier zu ziehen. Ich hoffe mal, es ist jetzt alles lose. Hier kommt es schon mal runter, das ist schon mal gut. Hier auch. Jawohl, da ist sie ab. Hier ist noch irgendein Plastikclip. Ich weiß nicht, wo der her ist. Da muss ich dann gleich mal schauen. Ah, hier ist noch ein vierter. Den habe ich nicht gesehen. Es sind doch 4 und nicht 3. Genau. Ansonsten war es das jetzt aber eigentlich. Und ich hoffe mal, dass ich vielleicht dem einen oder anderen irgendwie weiterhelfen konnte. Vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Eclipse oder so. Und das hilft ein bisschen beim Abbauen. Ja, wenn nicht, dann nicht. Das ist auch nicht schlimm. Dran ist ja eigentlich am Ende genauso. Ich denke mal, das werde ich jetzt nicht wieder filmen. Das werde ich dann einfach dran schrauben, wenn ich fertig bin. Ja, jetzt kann ich jetzt zumindest meine Hupe abbauen. Vom Vorbesitzer. Ich glaube, das ist das Ding hier unten. Weil, ja, es ist ganz schön dick und so. Und das nimmt ja hier oben auch wieder Platz weg. Ich will ja eigentlich den Motorraum so weit wie möglich aufräumen. Und da können auch diese blöden Kabel hier weg. Ich denke mal, das wäre eigentlich schon ein Upgrade. Weil, ich meine, am Ende ist es ja eh egal, wie die Hupe klingt. Ob ich nur die Originale habe oder diese nachgerüstete. Das juckt ja am Ende wahrscheinlich eh keinen. Also mich auf jeden Fall nicht. Und deshalb, ja, werde ich es einfach abbauen. Die normale wieder anschließen und dann ist gut.
Genau, aber ich hoffe mal, wie gesagt, dass ich vielleicht dem einen oder anderen irgendwie helfen konnte. Vielleicht hat es ja irgendwem was gebracht. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like oder was auch immer oder beides. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, viel Erfolg beim Zusammenbauen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten schönen Tag noch. Macht's gut.